Hallo, willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch, wie die Variablenübersicht in Central Connect funktioniert in unserem neuen Editor. Die Variablenübersicht findet ihr hier oben rechts. Wenn ihr auf die beiden geschweiften Klammern klickt, dann geht rechts in der Sidebar die Variablenübersicht auf. In der Variablenübersicht findet ihr, wie der Name das sagt, eine Übersicht aller vorhandenen Variablen, die ihr in eurem Flow nutzen könnt. Und ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten, diese Variablenübersicht sinnvoll zu nutzen und sinnvoll einzusetzen. Das erste, was ihr machen könnt, ist, ihr könnt eine Variable direkt kopieren, indem ihr entweder auf die jeweilige Variable draufklickt, dann seht ihr hier den Hinweis kopiert, oder ihr könnt auch hinten das Kopier-Icon nehmen. Auch dann seht ihr den kurzen Hinweis, dass die Variable kopiert wurde, und wenn ihr dann entsprechend in euer Zielfeld geht, dann könnt ihr ganz normal die Variable hier entsprechend einfügen. Die zweite Funktion ist, dass ihr hier in der Variablenübersicht auch Daten mocken könnt. Dazu könnt ihr hier auf den Stift klicken, könnt hier entsprechend beliebige Werte eingeben, und dann seht ihr, dass hier der gemockte Wert, also der Testwert, entsprechend hinterlegt wird, und dann könnt ihr, wenn ihr eure Variablen einzeln durchtestet, eure Komponenten einzeln durchtestet, mit diesem getesteten Wert arbeiten. Die dritte Funktion ist, dass man über die Variablenansicht sehen kann, wo eine Variable initialisiert wird und wo sie konsumiert wird. Und dazu kann ich die Zeile entsprechend markieren, und ich sehe jetzt hier links in meinem Flow eine Markierung von zwei Komponenten, nämlich einmal in grün markiert die Quelle der Variable. Das sieht man auch hier oben rechts als Legende. Grün ist also eine Quelle, und hier in blau umrandet, dort wird diese Variable verwendet. Ja, wir gucken uns das kurz an. Ich suche also hier die Variable mit Namen Test, und ich sehe, hier oben ist die als Output-Variable in unserer Startkomponente hinterlegt. Dort wird also die Variable entsprechend initialisiert. Und wenn ich hier in mein Log-Element gehe, dann sehe ich an dieser Stelle, hier wird die Variable verwendet. Und das ist ziemlich praktisch, wenn ich eben wissen möchte, eine Variable gerade in einem größeren Workflow, wo eine Variable überhaupt herkommt oder in welchen Komponenten eine Variable verwendet wird, dann kann ich mir das entsprechend hierüber anzeigen lassen. Was kann die Variablenübersicht noch? Ihr könnt natürlich auch verschachtelte Variablen anzeigen. Ja, das geht beliebig tief. Das heißt, wenn ihr Arrays habt und so setzt, dann wird das hier entsprechend in der Variablenübersicht ein- und ausklappbar entsprechend angezeigt. Ihr könnt Variablen umbenennen. Dafür gibt man hier diesen Stift in den Kasten, und dann kann ich die Variable umbenennen. Und wenn ich eine Variable umbenenne, dann wird nicht nur die Variable an sich umbenannt, sondern dann wird auch die Variable in allen Stellen, wo die Variable verwendet wird, eben umbenannt. Ja, das heißt, ich mache dadurch meinen Workflow nicht kaputt, sondern ich benenne überall, wo die Variable initialisiert und konsumiert wird, benenne ich diese Variable um. Ihr seht, dass das Variable umbenennen nur bei den Variablen, die im Workflow selber auch produziert werden. Bei Variablen, die hier aus dem Startelement kommen, das sind ja Variablen, die von extern sozusagen bereitgestellt werden, dort kann ich die Variable nicht umbenennen. Das entsprechende Icon steht dann hier auch gar nicht zur Verfügung. Ja, hier kann ich die Variable umbenennen und hier beispielsweise nicht. Und dann habt ihr hier unten noch einen Link, in diesem Fall plus 60 weitere. Wenn ich da draufklicke, dann öffnet sich eine sehr, sehr lange Liste an weiteren Variablen. Und diese weiteren Variablen kann ich auch einklappen. Und per Default, also standardmäßig, ist es auch eingeklappt. Warum ist das der Fall? Diese Variablen, die sich hier hinter diesem Link verbergen, sind sogenannte Konstanten, also Variablen, die zum Beispiel aus sogenannten Preset-Values bereitgestellt werden, also aus bestimmten Konfigurationseinstellungen, und auf die dann im Workflow zugegriffen werden kann. Das ist relativ speziell, relativ technisch auch, und deswegen wird das hier für den normalen Anwendungsfall ausgeblendet. Ihr seht das auch, das ist eine sehr, sehr große Anzahl an zusätzlichen Variablen, also tatsächlich eher für Expertenanwendungen vorgesehen, und deswegen ist das hier auf entsprechend eingeklappt. Dann haben wir noch den Fall der Validierung. Man sieht jetzt hier in meinem Beispiel, dass kein Validierungsfehler vorliegt. Hier kann man das entsprechend
gut sehen. Ich bekomme dann hier entsprechend einen orangen Hinweis mit dem Hinweis auf den Validierungsfehler. Hier oben das Icon der Variablenübersicht wird farbig hervorgehoben und hier hinter Validierung, dort wird hochgezählt auf 1 und der Validierungsfehler wird mir angezeigt. Und in diesem Fall ist eben die Fehlermeldung, dass diese Variable, die ich nutze, nicht existiert und ich dementsprechend zwar meinen Workflow speichern kann, kein Problem, aber ich habe eben diesen Validierungshinweis und weiß dann auch entsprechend als derjenige, der den Workflow baut, dass hier eingreifen muss. Gut, das soll zur Übersicht oder zur Funktionalität der Variablenübersicht gewesen sein und wir sehen uns im nächsten Video